Neuland reizt mich. Entdecken, Exploring heißt ja im Prinzip auch der Weg ins Unbekannte. Und ich meine, wenn ich jetzt einen Berg, ich sage jetzt, irgendeinen Berg besteigen würde, wo ich im Führer, in der Routenbeschreibung lesen kann, da um die Ecke rum und da über die Spalte und hin und her, dann ist es zwar ein schönes Bergerlebnis, aber dieses Entdecken, das ist schon eher weniger natürlich, wie auch jetzt bei einer Erstbegehung. Und deswegen war für mich die logische Folgerung, irgendwann musst du eine Expedition komplett im Alleingang machen. Und ich glaube, wenn du nicht lernst, alleine unterwegs zu sein, dann weißt du auch nicht, was das Team wert ist oder was eine Freundschaft wert ist. Also ich glaube, man muss eben beide Seiten kennenlernen. Und Einsamkeit, das ist zwar nicht schön und es ist nicht angenehm, aber darüber lernst du einfach, wie wertvoll andere Menschen sind. Da ist halt der Alleingang für mich schon eine sehr lehrreiche Zeit dann immer. Also ich habe ja schon sehr, sehr viel allein geklettert, in den Alpen, die Eiger Nordwand schon alleine, über neue Routen. Ich war auf Expedition sehr viel unterwegs und da war ich aber immer in erstmal größeren Teams früher und wir haben uns dann immer weiterentwickelt und haben gesagt, wir wollen mehr Abenteuer, sprich die Teams wurden immer kleiner. Ich habe aber dann natürlich schon gemerkt, wenn ich jetzt so eine Expedition alleine machen würde, dann würde es mich halt wirklich 100% beanspruchen, weil anders konntest du ja immer irgendwo auch die Aufgaben verteilen. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich will eigentlich von mir auch mal 100% verlangen. Und das bedeutet halt, dass du halt auch alleine losziehen musst. Und ich meine, gerade bei Expeditionen bedeutet es 4 Wochen, 5 Wochen alleine. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und da habe ich natürlich auch nicht gewusst, wie vertrage ich das oder auch logistisch kriegst du das überhaupt hin, das ganze Material, die Lebensmittel, das Klettermaterial, das alles von A nach B zu transportieren. Also es war halt wieder Neuland für mich. Du reflektierst natürlich und du fragst dich, oder ich habe mich dann auch gefragt, bin ich jetzt verrückt, wenn ich jetzt so eine Expedition komplett alleine mache? Und ich meine, auch vom Risiko, es ist natürlich ein wesentlich größeres Risiko. Du brauchst mehr Erfahrung, du musst noch umsichtiger sein, du musst vorsichtiger sein und es ist halt natürlich anspruchsvoller und genau das war das, was ich ja wollte. Also ich wollte einfach noch eine Stufe weitergehen und auch in persönliches Neuland gehen. Und deswegen muss ich sagen, am Ende habe ich natürlich dann gelernt, wenn du sagst, okay, ich überlege mir jeden Tag ein realistisches Ziel und wenn du daran arbeitest, manchmal erreichst du es, manchmal nicht, aber das macht es schon mal leichter, weil der ferne Gipfel, den du vielleicht dann in 3, 4 Wochen erreichst, der ist so weit weg und das ist so anstrengend, also der würde dich verrückt machen. Und deswegen musst du halt da taktisch vorgehen können und das kann man auch erst, wenn man älter ist. Also mit 20 hätte ich das noch nicht gekonnt und mit 30 auch nicht. Also deswegen diese Kombination Solo-Expeditionen bei Vermins in entlegene Gebiete, Erstbesteigungen, sehr anspruchsvolle Routen, das ist, glaube ich, erst so jetzt in meinem Alter möglich. Also meine Wunschliste ist noch sehr lang und die wird immer länger und ich glaube auch irgendwann muss ich dann sagen, okay, jetzt irgendwann muss man kleinere Brötchen backen, aber momentan, also jetzt für die nächsten 4, 5 Jahre habe ich noch größer werdende Ziele in dem Bereich und ich entdecke eigentlich immer noch mehr Neuland, weil ich natürlich in Gebieten unterwegs bin, wo sehr wenige Menschen unterwegs sind und man wundert sich eigentlich, wie viele unbestiegene Berge es noch auf der Welt gibt und ich meine, es sind natürlich nicht die 8000, auch nicht die ganz großen Namen, aber wenn du wirklich Abenteuer suchst, dann musst du genau in diese Gebiete gehen, die halt noch weiß auf der Landkarte sind.